Ich danke Daniel Model für die Einladung und insbesondere natürlich dafür, dass ich hier als Erster auftreten darf. Und zu diesem Anlass, da ich wusste, dass das im Grünen Saal stattfindet, habe ich mir auch extra eine grüne Krawatte angelegt. Es ist schon angedeutet worden, dass ein zentrales Thema dieser Akademie die Frage nach dem idealen Staat ist. Und ich will eine Antwort versuchen. Der ideale Staat ist kein Staat. Oder was ich eine Privatrechtsgesellschaft nenne. Aber ehe ich zum Thema Privatrechtsgesellschaft komme, möchte ich erst ein paar Bemerkungen machen über die menschliche Grundsituation, ein menschliches Grundproblem und die Lösungsvorschläge, die da vorgetragen worden sind, die ich für falsch halte. Und dann komme ich zu dem eigentlichen Thema. Nehmen Sie an, vielleicht sollte ich auch noch darauf aufmerksam machen, dass das Ganze ein langer Gedankengang ist und Sie einfach locker versuchen sollten, diesem Gedankengang zu folgen. Wenn Sie das nachlesen wollen, jedenfalls so ungefähr nachlesen wollen, unten gibt es ein kleines Büchlein von mir, der Wettbewerb der Gauner. Dann können Sie diese Sachen noch mal langsam sich zu Gemüte führen. Wenn wir uns Robinson Crusoe vorstellen auf der Insel ganz alleine, dann gibt es für eine einzelne Person keine sozialen Probleme. Der kann machen, was er will. So wie zwei Personen auftauchen, Freitag kommt auf die Insel, taucht ein Problem auf, was es für eine einzelne Person nicht gibt. Und um zu erläutern, um was für ein Problem es sich handelt, nehmen wir zunächst erstmal an, dass auf dieser Insel paradiesische Zustände herrschen. Es gibt also keinerlei Güterknappheit. Und wenn es keinerlei Güterknappheit gibt, dann gibt es kaum eine Möglichkeit, dass Robinson und Freitag sich streiten können. Denn was immer ich mir nehme, das nimmt nichts weg von dem, was die zweite Person haben will. Um Streitigkeiten entstehen zu lassen, ist es erforderlich, dass es Knappheit gibt. Das heißt, dass eine Situation besteht, in der ich etwas mit einer Sache tun möchte und eine andere Person möchte mit derselben Sache etwas anderes machen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass es zwischenmenschliche Konflikte gibt. Ohne Knappheit gibt es keine zwischenmenschlichen Konflikte. Und Konfliktlösungen bestehen darin, eine Lösung zu finden, was macht man, wenn es Güter gibt, wo eine Person das machen will und eine andere Person mit demselben Gut etwas anderes tun will. Auch im Paradies gibt es immerhin ein knappes Gut. Und es gäbe also auch die Möglichkeit eines Konflikts zwischen Robinson und Freitag auch im Paradies, insofern als unser eigener physischer Körper natürlich knapp ist. Robinson kann etwas dem Freitag antun wollen oder der Freitag dem Robinson, und dann gibt es einen Konflikt. Und wie löst man diesen Konflikt? Im Garten Eden, im Paradies, ist es relativ einfach, wie man diesen Konflikt löst. Da würde man sagen, mein Körper gehört mir, Ihr Körper gehört Ihnen, ich kann machen, was immer ich will mit meinem Körper, solange ich nicht auf Ihren Körper zugreife. Wenn ich etwas mit Ihrem Körper machen will, dann müssen Sie mir Zustimmung geben. Und wenn Sie etwas mit meinem Körper machen wollen, dann muss ich Ihnen Zustimmung geben. Und ich kann mich überall hinbewegen, wohin ich auch will, und jeden Platz einnehmen, es sei denn, dieser Platz ist gerade eingenommen worden schon von einer anderen Person. Dann muss ich warten, bis der weggeht, und dann kann ich auch den Platz einnehmen. Also im Garten Eden braucht man nur diese einfache Regel. Jede Person ist Eigentümer ihres eigenen Körpers.
Wenn wir jetzt uns dann der richtigen Welt zuwenden, die richtige Welt unterscheidet sich im Wesentlichen nur dadurch, dass es eine unendliche Anzahl von knappen Gütern gibt, hinsichtlich deren es Konflikte geben kann. Lassen Sie mich zunächst erstmal vorstellen, die Regeln, die eigentlich alle Menschen mehr oder weniger akzeptieren, um Konflikte zu vermeiden in einer Welt, die durch allumfassende Knappheit geregelt ist. Ich habe diese Regeln nicht erfunden, die sind von vielen Leuten so formuliert worden. Und wenn Sie Ihr eigenes privates Leben angucken, dann stellen Sie fest, dass Sie sich fast immer auch nach diesen Regeln, an diese Regeln halten. Und das sind die Regeln, erstens wieder das, was im Paradies schon gelten würde. Jede Person ist Eigentümer ihres eigenen Körpers, hat exklusive Kontrolle über ihren eigenen Körper. Und wenn man sich überlegt, welche Alternativen gibt es denn dazu? Wer sollte denn sonst Eigentümer von meinem Körper sein, wenn nicht ich? Ich bin die einzige Person, die direkt etwas mit dem Körper tun kann. Allen anderen Personen kann ich nur etwas antun, indem ich erst meinen eigenen Körper beherrsche und dann auf einen anderen Körper zugreife. Die Alternative ist einfach Sklaverei. Ich gehöre einer anderen Person, statt ich bin Eigentümer meines eigenen Körpers. Die zweite Regel, jede Person ist Eigentümer und hat exklusives Verfügungsrecht über die Dinge, die vorher im Naturzustand gewesen sind und die sich diese Person das allererste Mal angeeignet hat. Das gibt es auch schon bei Kindern. Jedes Kind denkt, ich habe das Spielzeug als erstes gehabt und deshalb habe ich einen besseren Anspruch darauf als jedes andere Kind, was später kommt. Also man wird Eigentümer dessen, was man aus einem naturbelassenen Zustand in einen angeeigneten Zustand überführt hat. Der Erste, der das macht, ist der Eigentümer dieser Sache. Die zweite Regel, oder die dritte Regel ist, alles, was ich dann mit meinem Körper und den ursprünglich angeeigneten Dingen tue, was ich dann in Folge produziere, solange ich nicht durch den Produktionsakt das Eigentum anderer Personen schädige, ist auch mein Eigentum. Der Produzent ist der Eigentümer dessen, was er produziert hat. Und schließlich die letzte Regel, man kann Eigentum an Dingen auch erwerben, indem man freiwillig mit vorherigen Eigentümern der Sache tauscht. Andere Möglichkeiten, Eigentum anzueignen, gibt es nicht. Alle anderen Eigentumsaneignungen würde man als kriminelles Verhalten bezeichnen. Wie gesagt, ich will nicht groß auf eine weitere Begründung dieser Regeln eingehen. Ich vertraue darauf, dass intuitiv jeder erkennt, das sind die Regeln, die wir im normalen Leben einhalten. Lassen Sie mich vielleicht noch Folgendes betonen. Diese Idee, dass man Konflikte nur dadurch vermeiden kann, dass man Privateigentum zuordnet Personen, ist keineswegs eine bloße Konvention. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, Konflikte zu vermeiden, außer dadurch, dass es immer feststellt, wem gehört welches knappes Gut. Bei Gemeineigentum zum Beispiel gibt es automatisch immer Konflikte, es sei denn, es gibt eine Interessenharmonie. Wenn es eine Interessenharmonie gibt, das heißt also, ich tue immer das, was Sie von mir erwarten und Sie tun immer das, was ich von Ihnen erwarte, dann brauchen wir überhaupt keine Regeln. Dann ist die Welt perfekt. Aber solch eine Harmonie gibt es nicht. Und da es eine solche Harmonie nicht gibt und wenn man Konflikte vermeiden will, dann ist das nur dadurch möglich, dass es immer klar ist, dieses Gut gehört
dem und jenes Gut gehört dem und dem, der darf damit machen, was er will, und ich mache mit anderen Dingen das, was ich will. Dann brauchen wir keine Harmonie. Privateigentum sorgt dafür, dass Personen miteinander friedlich leben können, auch wenn es keine Harmonie unter ihnen gibt, auch wenn sie ganz unterschiedliche Interessen haben. Und wenn man Konflikt von Anfang an der Menschheit vermeiden will, dann kann man das nur dadurch machen, dass diese Regel gilt: derjenige, der etwas als allererster aneignet, wird der Eigentümer. Denn der etwas als allererster aneignet, hat damit sich in keinen Konflikt gestürzt. Es war ja niemand da vorher. Und alle anderen, die dann später kommen, die würden, wenn sie dem Erstaneigner das Recht streitig machen, Eigentümer dessen zu sein, was er als erster angeeignet hat, die würden dann einen Konflikt herbeiführen. Also, so wichtig die Einsicht ist in diese Regeln und so wichtig ist es zu erkennen, dass, wenn man sich an diese Regeln hält, alle Konflikte mehr oder weniger vermieden werden können. So ist es dennoch der Fall natürlich, dass es auch Leute gibt, die sich an diese Regeln einfach nicht halten. Und die Frage, die ich als das soziale Problem bezeichne, ist dann, was machen wir mit solchen Leuten, die Rechtsbrecher sind, die diese Regeln nicht einhalten wollen? Und die traditionelle Antwort auf diese Frage, was machen wir mit den Rechtsbrechern, was machen wir mit denen, die mich angreifen, meine körperliche Integrität nicht beachten, was machen wir mit denen, die mir das wegnehmen wollen, was ich selbst produziert habe, was machen wir mit denen? Die traditionelle Antwort ist, das ist die Aufgabe des Staates. Der Staat ist dafür da, diese Regeln durchzusetzen, dafür zu sorgen, dass Regelbrecher zur Raison gebracht werden und entweder auf den rechten Pfad zurückgeführt werden oder bestraft werden dafür, dass sie eben Regeln gebrochen haben und dass es wieder zum zivilisierten Leben kommt. Das ist die Antwort, die alle klassischen Liberalen zum Beispiel gegeben haben. Das ist die Aufgabe des Staates, Recht und Ordnung durchzusetzen, nichts anderes. Ob die Antwort richtig ist oder falsch, hängt davon ab, wie der Staat definiert ist. Und die Definition eines Staates, die ich jetzt vortragen werde, ist keineswegs meine Definition, das ist die traditionelle Definition dessen, was einen Staat ausmacht. Ein Staat ist keine normale Firma. Ein Staat ist eine Institution, die sich durch zwei besondere Eigenschaften auszeichnet. Die erste Eigenschaft ist, der Staat ist in allen Konfliktfällen die letztentscheidende Instanz. Immer dann, wenn es zu einem Konflikt zwischen Personen kommt, dann entscheidet der Staat, wer hat Recht und wer hat Unrecht. Und insbesondere entscheidet der Staat auch, wer Recht und Unrecht hat, in Konfliktfällen, die den Staat und seine Agenten selber involvieren. Sie erkennen sofort, wenn Sie einen Konflikt haben mit einem Polizisten oder einem Bürokraten, wer entscheidet dann, wer Recht hat in diesem Konflikt? Eine andere Person, die Bestandteil derselben Organisation ist. Und Sie erkennen sofort, ich werde das noch ein bisschen mehr ausführen gleich, Sie erkennen sofort, was für eine merkwürdige Konstruktion das ist. Konflikte, also in allen Fällen von Konflikten, einschließlich solcher, in die man selber verstrickt ist, das letzte Wort zu haben. Und wenn man das darf, in allen Konfliktfällen das letzte Wort haben, dann hat man auch das Recht, natürlich Steuern zu erheben. Das heißt also, Zwangsabgaben von Personen zu erheben. Man kann einen Konflikt anstiften und dann kann man ihn zu seinen Gunsten entscheiden und sagen, nein, nein, das Geld musst du mir geben.
Ich bin ja derjenige, der in allen Streitfällen das letzte Wort hat. Was ist der Grundirrtum dieses Etatismus, dieser Vorstellung, dass wir einen Staat benötigen, um als Konfliktschlichter und Letztrichter auftreten zu dürfen? Ökonomen haben immer die Auffassung vertreten, dass mit Monopolen etwas nicht stimmt. Was ist ein Monopol? Ein Monopol ist ein Produzent, der alleine eine bestimmte Sache herstellen darf und der alle anderen Personen oder Institutionen von der Herstellung dieser Sache ausschließen darf. Ein Milchproduzent, ein Milchmonopolist ist eine Firma, die das Recht hat, nur ich darf Milch produzieren und allen anderen Personen ist es verboten, Milch zu produzieren. Warum ist das vom Standpunkt eines Konsumenten schlecht? Die Antwort ist, weil dann der Milchpreis höher sein wird und die Qualität der Milch niedriger sein wird, als es der Fall wäre, wenn andere Leute gegen diesen Monopolisten konkurrieren könnten. Komischerweise haben Ökonomen, die dieser Auffassung sind, vielleicht sollte ich noch tun, Monopolisten sind vom Standpunkt der Konsumenten schlecht. Vom Standpunkt des Monopolisten sind Monopole natürlich wunderbar. Jeder Unternehmer wäre am liebsten Monopolist. Aber vom Standpunkt der Konsumenten ist es natürlich verhängnisvoll, wenn man mit Monopolisten zu tun hat. Interessanterweise haben aber dann fast alle Ökonomen sind der Auffassung, ja, aber wenn es um die Produktion von Recht und Ordnung geht, da brauchen wir einen Monopolisten. Die meisten Ökonomen sind nicht mal in der Lage zu erkennen, dass das ein Widerspruch ist, auf der einen Seite gegen Monopole zu sein und auf der anderen Seite zu sagen, da brauchen wir aber einen. Und wenn man sich jetzt die Frage vorlegt, ist denn ein Monopolist von Recht und Ordnung vielleicht weniger verhängnisvoll als ein Monopolist von der Milchproduktion oder der Autoproduktion, da kommt man natürlich sofort zum Schluss, das ist ja ein viel gefährlicherer Monopolist. Gut, wenn die Milch vielleicht ein bisschen teurer ist oder nicht so gut ist, damit kann man leben. Aber wenn Recht und Ordnung von einem Monopolisten produziert werden, Recht und Ordnung betrifft ja sozusagen den gesamten Lebensbereich, das ist offensichtlich eine viel gefährlichere Situation. Was kann man eigentlich voraussagen, was passieren wird, wenn man einen Rechtsmonopolisten, einen Sicherheitsmonopolisten, einen Rechtsdurchsetzungsmonopolisten einsetzt? Was kann man einfach aufgrund der Konstruktion eines Staates voraussagen? Was man voraussagen kann, ist, dass dieser Monopolist natürlich seine Position nutzt und er wird Konflikte verursachen und sie dann selbst zu seinen eigenen Gunsten entscheiden. Da muss man nicht Einstein sein, um das zu erkennen, dass das eine notwendige Konsequenz ist. Man muss nur, wenn man der Auffassung ist, dass Staatsangestellte sozusagen Engel sind, würde man zu anderen Schlüssen gelangen können, als dem, dass es gefährlich ist, irgendjemandem ein solches Monopol anzuvertrauen. Er wird also Konflikte provozieren und sie dann zu seinen eigenen Gunsten entscheiden. Dann gibt es immer den Einwand, ja, aber da gibt es doch Verfassungen und da gibt es doch Verfassungsrichter und Kontrollorgane und so etwas. Diese Kontrollorgane, diese Verfassungsrichter sind auch Teile des Staatsapparates. Können Sie sich vorstellen, Sie strengen einen Prozess an und sagen, ich habe doch nie einen Vertrag unterschrieben, dass ich Steuern bezahlen soll, also klage ich an, ich bezahle keine Steuern. Wo sind die Vertragsgrundlagen dafür? Wenn Sie da vor das Verfassungsgericht gehen, dann werden die Verfassungsrichter natürlich feststellen, mein lieber Gott, mein eigenes Gehalt ist ja auch aus Steuern bezahlt und die werden dann mit dem richtigen Urteil herauskommen, nämlich genau dem, ach, das ist ein irrelevantes Argument. Natürlich müssen Sie Steuern zahlen und wenn Sie das nicht tun, werden wir Sie einsperren.
Was der Staat dann also ist, kann man sagen, ist ein rechtsbrechender Rechtsschützer, ein enteignender Eigentumsschützer. Und wir können natürlich noch etwas anderes voraussagen, dass die Ausgaben, die der Staat für die Produktion von Recht und Ordnung macht, immer größer werden. Das heißt also, die Ausgaben für Sicherheit werden maximiert und die Produktion von Sicherheit wird minimiert. Je mehr Geld man ausgeben kann, verschwenden kann und je weniger man tatsächlich produktiv sein muss, arbeiten muss, umso besser ist das für denjenigen, der in einer solchen Position sitzt. Jetzt noch ein paar Bemerkungen zum demokratischen Staat insbesondere. Mit dem habe ich auch ein Hühnchen zu rupfen. Die traditionelle Staatsform war die der Monarchie. Die Monarchie ist angegriffen worden mit dem einfachen Argument, dass man gesagt hat, das ist doch ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Nicht alle Personen sind gleich. Da gibt es den König, der kann bestimmte Sachen machen und normalen Leuten sind diese Sachen untersagt. Und wir wollen doch, dass alle Leute vor dem Gesetz gleich sind. Und aus diesem Grunde hat man vorgeschlagen, ja, wie wir das machen, ist ganz einfach, da führen wir die Demokratie ein. Jeder kann sozusagen König werden. Und dann ist doch die Gleichheit aller vor dem Gesetz hergestellt. Jeder kann jetzt König werden, alle werden gleich behandelt. Stimmt das? Und die Antwort ist, nein, das stimmt natürlich in keiner Weise. Auch unter der Demokratie bleibt der Gegensatz zwischen Leuten, die nach höherem Recht oder nach einem besonderen Recht behandelt werden und Personen, die nach einem niederen Recht behandelt werden, bleibt bestehen. Der Unterschied ist nur, es gibt keine persönlichen Privilegien mehr, aber es gibt funktionelle Privilegien. Das soll sagen, wenn ich im staatlichen Auftrag handle, dann unterliege ich sozusagen den Vorschriften des öffentlichen Rechtes, dann darf ich Dinge tun, die eine Privatperson, die nach privatrechtlichen Normen behandelt wird, nicht tun darf. Ich darf zum Beispiel eben etwas tun, was im Privatrechtsverkehr als Stehlen bezeichnet wird, nämlich ich darf Steuern erheben. Das heißt nur nicht mehr stehlen. Ich darf, wenn ich im Privatrechtsverkehr, wenn ich Ihnen etwas stehle und dann gebe ich einer anderen Person ein Geschenk, dann heißt das stehlen und hehlen. Wenn man das als Staatsbediensteter macht, dann heißt das Sozialpolitik. Man nimmt bestimmten Leuten etwas weg und gibt anderen Leuten die gestohlenen Güter. Und man kann diese Leute, die so etwas tun, in großem Stil tun, Sie kennen sie alle, die Politiker, die sind auch dann natürlich außerordentlich großzügig in ihrer Spendenvergabe, weil es ja nicht ihr eigenes Geld ist, sondern das Geld, was man anderen Leuten zuvor gestohlen hat. Mit anderer Leute Geld ist man immer sehr großzügig. Mit dem eigenen Geld geht man normalerweise etwas vorsichtiger um. Also der Gegensatz, zwei verschiedene Arten von Recht, eine Personengruppe, die nach dem Recht behandelt wird, eine andere Gruppe, die nach dem Recht behandelt wird, gibt es in der Demokratie genauso wie in der Monarchie. Aber das ist noch nicht alles. Die Situation ist sogar noch schlimmer. Was eigentlich gemacht worden ist, indem man eine Monarchie mit einer Demokratie ersetzt, ist, dass man eine Person, die das Land gewissermaßen als sein Eigentum betrachtet, ersetzt mit Personen, die nur noch temporäre Verwalter des Landes sind. Und das macht kurzsichtiger. Die Orientierung von Personen wird kurzfristiger. Stellen Sie sich Folgendes vor,
Wir haben zwei identische Häuser. Einmal gebe ich Ihnen das Haus und sage, Sie sind jetzt Eigentümer dieses Hauses, Sie können das vererben, können das verkaufen und so weiter. Und im anderen Fall sage ich, Sie sind Verwalter dieses Hauses für 4 Jahre, 8 Jahre und so weiter. Sie können es nicht verkaufen, Sie können es nicht vererben, aber in der Zeit, in der Sie Verwalter sind, können Sie Nutznieß machen mit diesem Haus. Sie können also versuchen, so viel Mieteinnahmen aus diesem Haus herauszukriegen, wie es möglich ist in 4, 8 Jahren. Würden Sie sich anders verhalten? Was ist die Folge, wenn Sie nur Nutznießer sind, Verwalter des Hauses? Ja, dann ist Ihr Interesse, ich muss aus diesem Haus so viel wie möglich herausziehen, auch wenn das Haus nach 8 Jahren nur noch eine Ruine ist. Würden Sie sich so verhalten, wären Sie Eigentümer des Hauses? Und die Antwort ist, nein, das würde man in keinem Fall tun. Demokratische Politiker sind diejenigen, die das Land so schnell wie möglich ausrauben wollen, weil sie ja nur eine begrenzte Zeit haben zum Ausrauben. Ein König hat in aller Regel eine viel langfristigere Orientierung und möchte seinen Kindern noch ein intaktes Reich vererben. Und nicht nur das. Der Widerstand gegen Ausdehnung der Staatsgewalt ist unter Königen viel größer, weil da nämlich jeder weiß, ich kann ja nicht König werden. Was macht der Heini da und so? Wie kommt der dazu, so etwas mir antun zu können? Ich habe keinerlei Chancen, jemals in seine Position aufzusteigen. Aus dem Grunde gibt es Widerstand dagegen, wenn Steuern erhöht werden, neue Regulierungen eingeführt werden und so weiter. Unter der Demokratie kann jeder hoffen, ach, ich werde ja vielleicht auch mal in dieser Position sein, und der Widerstand gegen Ausdehnung der Staatsgewalt sinkt erheblich ab. Und noch ein letztes Argument, was sozusagen für die Monarchie und gegen die Demokratie als Staatsform spricht. Ich bin kein Monarchist, aber ich habe Sympathien für Monarchien. Das ist Folgendes. Ein König, weil er ja per Zufall in seine Position gelangt, kann zufälligerweise ein netter Mann sein. Er kann auch böse sein. Aber was passiert, wenn er böse ist? Wenn er böse ist, ist die Dynastie, deren Teil er ist, normalerweise besorgt darum, dass möglicherweise das ganze Land verloren wird. Und was macht dann so der Familienkreis? Na, die bestellen irgendjemanden und der legt den König um. Einfach um die Dynastie zu erhalten. Da gibt es hunderte von geschichtlichen Beispielen dafür. Und das ist natürlich ein außerordentlich positives Ereignis, dass solche Leute eben einen Kopf kürzer gemacht werden. Und jetzt fragen Sie sich, was passiert unter demokratischen Bedingungen? Na, unter demokratischen Bedingungen ist es so, also, dass eben niemand per Zufall an die Macht kommt, sondern es gibt ja einen Wettbewerb um diese Position. Aber Wettbewerb ist nicht immer gut. Wettbewerb ist gut, wenn es um die Herstellung von Gütern geht. Etwas gut. Aber Wettbewerb ist nicht gut, wenn es darum geht, etwas Böses zu tun. Und wie ich schon erklärt habe, Staaten als Rechtsbrecher und enteignende Eigentumsschützer sind in dem Geschäft, den Produzenten etwas Böses anzutun. Da will man keinen Wettbewerb haben. Wir wollen nicht einen Wettbewerb haben, wer ist denn der beste Schläger, wer ist denn der beste Mann, der ein Konzentrationslager verwalten kann, wer hat sich im Konkurrenzkampf der Totschläger durchgesetzt. Und im demokratischen Wettbewerb sind es eben die größten Schwätzer, die das meiste versprechen, wohl wissend, dass nichts davon eingehalten werden kann, die sich durchsetzen. Stellen Sie sich vor, man würde als Politiker auftreten und sagen, also ich bin gegen jede Umverteilung, ich bin dafür, dass die Steuern abgeschafft werden, selbst dass man dafür ist, dass die Steuern nur, sagen wir mal, um 10, 20, 30% gesenkt werden. Fragen Sie sich, welche Chancen hat ein solcher Mann, irgendwo gewählt zu werden? Vielleicht in einem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt.
aber nicht in einer Gesellschaft von Millionen von Personen. Die Demokratie erlaubt es den Personen, erlaubt es jeder Person, seine Lust nach dem Eigentum anderer Personen auszuleben. Die fördert die Bildung von üblen Charakteren. Und natürlich landen immer die Personen ganz oben, die besonders gerissene, üble Charaktere sind. So, nach dieser Feststellung komme ich jetzt zur Privatrechtsgesellschaft. Und was Sie ja schon erkannt haben, ganz zweifellos, ist, dass die Lösung, wie können Menschen ihre Konflikte vermeiden, muss eben auch von frei konkurrierenden Unternehmungen angeboten werden. Alle Personen müssen sich an dieselben Grundregeln halten. Die Regeln, die ich anfangs gesagt habe. Wir brauchen also eine nicht etatistische Lösung. Auch Recht und Ordnung und insbesondere Recht und Ordnung darf nicht von einem Monopolisten angeboten werden. Es gibt also kein ultimatives Rechtsmonopol, es gibt kein Steuerprivileg. Niemand ist es gestattet, das Eigentum anders zu erwerben als durch ursprüngliche Aneignung, durch Produktion und freiwilligen Austausch. Und niemandem ist es gestattet, eine andere Person an der freien Nutzung ihres Eigentums zu hindern, solange er nicht die physische Integrität des Eigentums anderer verletzt. Und jede Person darf mit ihrem Eigentum in jeden Geschäftsbereich eintreten. Sie darf produzieren, was immer sie produzieren möchte. Und konkret auf das Problem von Recht und Ordnung, dann heißt das also, die Produktion von Sicherheit und Recht und Ordnung wird in einer Privatrechtsgesellschaft auch von frei finanzierten und im freien Wettbewerb miteinander stehenden Dienstleistern und Dienstleistungsunternehmen erledigt, genauso wie die Produktion von allen anderen Dingen. Weil ich maße mir nicht an, vorauszusagen, wie eine Gesellschaft dieser Art im Detail aussehen würde, aber man kann eine ganze Reihe von relativ detaillierten Voraussagen machen, was passieren wird und wie sich das, was passiert, unterscheidet ganz deutlich von dem, was wir gegenwärtig vor uns haben. Zunächst zum kleiner Punkt, und auf den komme ich später nochmal zurück. Selbstverständlich gibt es in einer solchen Gesellschaft das Recht auf Selbstverteidigung. Jede Person hat das Recht, sein Eigentum zu verteidigen, wenn er angegriffen wird oder wenn das sein Eigentum angegriffen wird. Sie wissen, in der Schweiz ist das weniger ausgeprägt als in den meisten anderen Ländern, dass die meisten Staaten dazu neigen, ihre Bürger zunehmend zu entwaffnen. Und um das gleich vorwegzunehmen, der Grund dafür ist natürlich ziemlich naheliegend. Wenn man in dem Geschäft ist, anderen Leuten das Eigentum wegzunehmen, dann ist es einem natürlich lieber, dass die anderen Personen eben nicht in der Lage sind, sich verteidigen zu können. Das würde ich auch machen, wenn ich Monopolist wäre von Recht und Ordnung, dass ich sie alle entwaffne als erstes. In einer Privatrechtsgesellschaft ist der Waffenbesitz sakrosankt. Jeder hat das Recht natürlich, Waffen zu besitzen. Und obwohl, kommen wir gleich drauf, obwohl in einer Privatrechtsgesellschaft sozusagen Selbstverteidigung eine relativ geringe Rolle spielen wird, sollte man vielleicht doch darauf hinweisen, dass es einen Mythos gibt, dass solche Gesellschaften, die diesem Modell ähnlich waren, dass es da laufend Mord und Totschlag gegeben hat. Da wird dann immer oft auf den Wilden Westen verwiesen, wo die Leute alle mit Waffen in der Gegend herumgelaufen sind und der Eindruck erweckt, als sei
seien solche Gesellschaften durch ständige Gewaltanwendung gekennzeichnet gewesen. Das ist alles ein großer Unsinn. Der Wilde Westen ist eine außerordentlich friedfertige Gesellschaft gewesen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Banküberfall machen und jeder von den Bankangestellten hat eine Waffe. Glauben Sie, dass Sie da lebend wieder rauskommen? Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Kutsche überfallen und alle Leute auf der Kutsche haben Waffen in der Tasche. Das kriegen Sie nie hin. Das sind alles Fantasiegebilde, die einem so erzählt werden von staatlichen Propagandisten, dass das anders ist. Raubüberfälle und so etwas sind außerordentlich gering gewesen. Es gibt ein interessantes Buch, heißt More Guns, Less Crime, wo das empirisch im großen Detail vorgeführt wird, dass je höher der Waffenbesitz ist, umso niedriger ist die Kriminalitätsrate. Bei allen anderen Sachen natürlich konstant gehalten. In sehr heterogenen Gesellschaften gibt es generell mehr Kriminalität als in sehr homogenen Gesellschaften. Die Schweiz ist im Übrigen ein relativ gutes Beispiel dafür, dass die Kriminalitätsrate niedrig ist, obwohl oder gerade weil Leute sehr viele Waffen besitzen. Das passt den meisten Leuten nicht, wenn man auf die Schweiz verweist, als ein Beispiel einer Gesellschaft, die im Vergleich zu allen anderen relativ friedfertig ist, und trotzdem haben die meisten Leute ein Sturmgewehr zu Hause. Aber wie gesagt, in einer Privatrechtsgesellschaft würde man sich in der Regel auf die Arbeitsteilung verlassen. Wir stellen auch nicht unsere eigenen Fernseher her oder nähen unsere eigenen Anzüge. Das wird arbeitsteilig erledigt. Und wir können damit rechnen, dass in einer Privatrechtsgesellschaft natürlich auch Recht und Ordnung arbeitsteilig hergestellt wird von spezialisierten Firmen, also privaten Polizeidiensten, privaten Versicherungsgesellschaften, privaten Schlichtungsorganisationen und so weiter. Wenn man nun den entscheidenden Unterschied einer privatrechtlich organisierten Sicherheitsindustrie mit der gegenwärtigen etatistischen Praxis bezeichnen will und das in einem Wort ausdrücken will, dann ist dieses Wort Vertrag. Der Staat, also in der gegenwärtigen Situation, ist als ultimativer Rechtsmonopolist in einem vertraglosen rechtlichen Zustand uns gegenüber. Es gibt keinen Vertrag zwischen dem Staat und uns. Und es ist auch nicht fixiert, was uns als Eigentum, als unantastbares Eigentum gehört. Ich muss nur sagen, es gibt ja zum Beispiel Grundsteuer, es gibt Eigentumssteuer. Was gehört Ihnen von Ihrem Eigentum? So viel, wie viel der Staat Ihnen übrig lässt. Was gehört Ihnen von Ihrem Grund und Boden? So viel, wie er Ihnen übrig lässt. Und es wird auch nicht gesagt, was der Preis ist, den Sie dem Staat bezahlen müssen. Der wird ja laufend verändert. Stellen Sie sich mal vor, dass ein privater Sicherheitsanbieter etwas sagen würde dieser Art: Ich garantiere dir vertraglich gar nichts, weder sage ich dir, welche Sachen es denn konkret sind, die ich als dein Eigentum zu schützen gedenke, noch sage ich dir, was ich mich zu tun verpflichte, wenn ich meine Leistung deiner Auffassung zufolge nicht erbringe. Ich behalte mir auch vor, jederzeit die Spielregeln zu ändern. Und außerdem behalte ich mir in jedem Fall vor, das Recht, einseitig den Preis für meine dermaßen unbestimmte Leistung zu bestimmen. Ist hier irgendjemand, der einen solchen Vertrag unterzeichnen würde? Und doch ist das genau das, was wir vor uns haben. Umgekehrt ist dann auch völlig klar, was in einer Privatrechtsgesellschaft natürlich der Fall wäre.
in einer Privatrechtsgesellschaft, da ein Anbieter dieser Art von Vertrag natürlich keinen einzigen Kunden finden würde, in einer Privatrechtsgesellschaft müssen Verträge angeboten werden. Diese Verträge müssen klare Eigentumsbeschreibungen enthalten und sie müssen klar definierte wechselseitige Leistungen und Verpflichtungen enthalten. Und außerdem können diese Verträge während ihrer Geltungsdauer nur im beiderseitigen Einvernehmen geändert werden. Keinerlei einseitige Vertragsänderung ist möglich. Aus diesem Grundvorzug der Privatrechtsgesellschaft ergeben sich dann eine ganze Reihe von detaillierten Verbesserungen im Vergleich zum gegenwärtigen Zustand. Zunächst einmal würde der Wettbewerb unter frei finanzierten Sicherheitsanbietern dafür sorgen, dass der Preis für Sicherheit pro Werteinheit tendenziell fällt, während er gegenwärtig natürlich immer steigt. Darüber hinaus würde Wettbewerb dafür sorgen, dass es weder zur Über- noch zur Unterproduktion von Sicherheit kommt. Was ich damit meine, ist Folgendes. Sicherheit ist auch ein Gut, was mit allen anderen Gütern konkurriert. Wenn ich mehr für Versicherungen, für Polizeischutz ausgebe, dann kann ich weniger Geld fürs Bier trinken oder fürs Restaurant ausgeben. Jedes Gut konkurriert mit allen anderen Gütern. Wie viel Sicherheit soll denn nun produziert werden? Wie viel Geld muss aufgewendet werden, um Sicherheit zu produzieren? Wenn man das einem Monopolisten überlässt, je mehr Geld ich kriege, umso besser. Brauchen wir einen Polizisten, 2 Polizisten, 3 Polizisten, 100 Polizisten? Kriegen die 100 Franken, 200 Franken, 3000 Franken bezahlt? Brauchen wir einen Panzer, 2 Panzer, 100 Panzer? Müssen wir vielleicht nicht noch neben jede Person einen persönlichen Bodyguard schicken, der mit Maschinengewehr ausgerüstet ist und so weiter? Beim Staat ist immer die Antwort, je mehr Geld ich habe, umso mehr kann ich euch beschützen. Aber möglicherweise wollen wir gar nicht so ausführlich beschützt werden, weil dieses Gut ja mit allen anderen Gütern konkurriert. Nur im Wettbewerb ergibt es sich, wie viel Geld Personen tatsächlich für ihre Sicherheit haben wollen. Nicht jede Person will gleich viel Sicherheit haben. Manche Person ist stark, die kann sich selber verteidigen, andere Personen sind schwächer, die wollen mehr Schutz haben. Leute in der Stadt brauchen möglicherweise mehr Schutz als diejenigen auf dem Land. Jüngere Leute brauchen vielleicht weniger, ältere vielleicht etwas mehr. In der Ostschweiz will man vielleicht weniger haben als in der Westschweiz und so weiter. In einer Marktgesellschaft kriegt jeder so viel Sicherheit, wie ihm Sicherheit wert ist. Aber ganz insbesondere ist der Unterschied zwischen etatistischen Sicherheitsproduzenten und privatrechtlicher Sicherheitsproduktion liegt im inhaltlichen Bereich. Da gibt es zunächst mal das Problem der Verbrechensbekämpfung. Wie Sie wissen, ist der Staat auf diesem Gebiet notorisch ineffizient, weil die Bezahlung seiner mit dieser Aufgabe betreuten Agenten aus Steuermitteln, das heißt also unabhängig von der Produktivität erfolgt. Warum sollte man arbeiten, wenn man auch fürs Nichtstun belohnt wird? Warum sollte ich Verbrecher jagen, wenn ich auch Parkzettel austeilen kann? Mehr noch, man kann sogar unterstellen, dass der Staat ein gewisses Interesse daran hat, eine gewisse Höhe an Kriminalität bewusst zuzulassen, weil man dann natürlich immer auf größere Budgetzuweisungen hoffen kann. Als Anekdötchen zum Beispiel, der amerikanische Geheimdienst CIA hat während des Kalten Krieges immer systematisch dramatisiert die Kampfkraft der Sowjetunion.
Aus welchem Grunde? Weil man dann natürlich größere Zuweisungen für den CIA bekommen hat. Alle Leute, die diese Länder gesehen haben, haben gewusst, dass von diesen Tausenden von Tanks die Hälfte an jedem gegebenen Tag gar nicht funktionierte, weil ein paar Schrauben gefehlt haben. Und die Wirtschaftskraft der Sowjetunion natürlich so unendlich niedrig war und einfach nur aufgebauscht wurde. Also ein ähnliches Interesse kann man natürlich allen Polizeikräften unterstellen. Dann noch schlimmer ist es, wenn es bei der Verbrechensbekämpfung, wenn man erkennt, dass es gegenwärtig überhaupt nicht darum geht, die Opfer in irgendeiner Weise zu entschädigen. Ganz im Gegenteil. Wenn der Staat die Verbrecher tatsächlich gefangen hat, worin er sehr ineffizient ist, dann werden den Opfern per Steuern oft noch die Kosten auferlegt für die Unterbringung dieser Gauner und Banditen, dass sie dann Tischtennis spielen dürfen und jeden Tag ihr Bircher Müsli bekommen und möglicherweise auch noch in Amerika kann man dann auch noch Jura studieren und da hat man noch so Hallen, in denen man sich kräftigen kann, damit man beim nächsten Mal vielleicht etwas erfolgreicher ist in seinem Auftreten. Gucken Sie sich private Sicherheitsdienste an. Und wenn ich jetzt sage, manchmal Versicherungen, behalten Sie im Hinterkopf immer, dass gegenwärtig Versicherungen natürlich staatlich schwer regulierte Unternehmungen sind. Versicherungsorganisationen tun nicht mehr das, was Versicherungsorganisationen auf einem freien Markt tun würden. Ein Versicherer zum Beispiel wäre natürlich gut, was die Prävention von Verbrechen angeht, denn immer wenn er etwas nicht verhindern kann, muss er zahlen. Der Staat kommt nicht zu Ihnen und sagt, eigentlich wollte ich euch ja schützen. Jetzt ist das leider, hat das nicht so geklappt, aber dafür kriegt er jetzt 10.000 Franken Entschädigung, 100.000 Franken Entschädigung. Nein, keinerlei Entschädigung wird bezahlt. Ein Versicherer muss entschädigen, aus dem Grunde wird er bei der Prävention gut sein. Ein Versicherer muss, wenn ein Verbrechen verübt worden ist und Schaden angerichtet worden ist, muss für den Schaden aufkommen. Er wird also gut darin sein, zum Beispiel die Beute wieder aufzufinden. Wenn bei Ihnen im Haus eingebrochen wird und Sie gehen zur Polizei und sagen, also das und das ist gestohlen worden, da können Sie sicher sein, dass das einfach nur abgeheftet wird. Kein Mensch wird irgendwelche Anstrengungen unternehmen, die Beute wiederzufinden. Ein Versicherer wird sich bemühen, die Beute wiederzufinden. Alles, was er wiederfindet, muss er nicht Ihnen ersetzen. Und schließlich wird ein Versicherer auch ein Interesse daran haben, die Täter aufzuspüren. Denn nur dann ist es möglicher, die Täter zur Opferentschädigung heranzuziehen, statt die Opfer noch bezahlen zu lassen dafür, dass man einen ergriffenen Täter dann irgendwo wegschließt. Darüber hinaus sind privatwirtschaftliche und Sicherheitsindustrie ist auch generell friedensförderlich. Staaten, das habe ich ja schon angedeutet, Staaten sind von Natur aus aggressive Institutionen, weil sie nämlich die Kosten, die mit einer Aggression verbunden sind, auf dritte Personen abwälzen können. Das trifft sowohl das Verhältnis auf die einheimischen Bürger zu, als auch auf fremde Staaten. Gucken Sie, wenn Bush und Clinton und wie heißt der jetzige Obama, wenn die in den Krieg ziehen, wenn sie selber die ganzen Kosten, die damit verbunden sind, aufbringen müssten, würden sie das voraussichtlich nicht tun. Ja, da sie aber das auf unschuldige Dritte, die damit überhaupt nichts am Hute haben, abwälzen können, ja, dann bin ich natürlich aggressiver. Für private Organisationen ist Aggression kostspielig.
Man müsste ja die Prämien erhöhen. Und wenn ich die Prämien erhöhe, dann verliere ich Kunden im Vergleich zu Unternehmen, die sagen, ich halte mich aus allen Konflikten raus und biete euch aus diesem Grund niedrigere Prämien an. Darüber hinaus sind nicht alle Risiken überhaupt versicherbar. Zum Beispiel kann man sich versichern, etwa, sagen wir mal, gegen das Risiko, morgen Selbstmord zu begehen. Die Antwort ist, nee, das wird eine Versicherungsgesellschaft nicht machen. Kann man sich dagegen versichern, dass man das eigene Haus in Brand steckt? Auch das ist nicht möglich. Kann man sich versichern gegen Geschäftsbankrott? Auch das ist nicht möglich. Kann man sich versichern gegen Arbeitslosigkeit? Auch das ist nicht möglich. Es gibt zwar so etwas, was sich so nennt, das hat aber damit nichts zu tun. Man kann sich nur gegen Ereignisse versichern, über die man selber keine Kontrolle besitzt. Alles, was man selber kontrollieren kann, fällt in den eigenen Verantwortungsbereich. Aus diesem Grunde werden Versicherer zum Beispiel ablehnen, Ihnen beizuspringen, wenn Sie Konflikte provoziert haben. Das heißt also, kein Versicherer sagt, ich versichere Sie in jedem Fall, wenn irgendjemand auf Sie einschlägt, sondern die werden sagen, ich versichere Sie nur für den Fall, wenn jemand unprovoziert Sie angreift. Wenn Sie aber vorher eine Provokation begangen haben und da gibt es dann eine Vergeltungsmaßnahme, gegen solche Arten von Risiken versichern wir Sie nicht. Das heißt, jeder Versicherer wird darauf bestehen, dass die Versicherungsnehmer sich zivilisiert benehmen, regelkonform benehmen. Ansonsten gibt es keinen Versicherungsschutz. Aus demselben Grunde werden Versicherer auch darauf bestehen, dass sie keine Selbstjustiz machen. Selbstjustiz, selbst wenn sie gerechtfertigt ist, also in dem Fall, wo man angegriffen wird und sich einfach selbst verteidigt. Selbstjustiz birgt die Gefahr in sich, dass es eben Vergeltungsmaßnahmen gibt, dass Unsicherheiten geschaffen werden. Und da das alles kostspielig ist, werden Versicherer darauf bestehen, dass man sich in solchen Fällen geregelten, geordneten Verfahren unterwirft, die feststellen, der hat Recht, der hat Unrecht und so weiter. Also Selbstjustiz kommt in solchen Fällen praktisch nicht mehr vor. Schließlich werden Versicherungsgesellschaften nicht mehr opferlose Verbrechen verfolgen. Gegenwärtig werden unendliche Summen ausgegeben von allen Staaten zur Verfolgung von Verbrechen, für die es eigentlich gar kein Opfer gibt. Das sind so Sachen wie Prostitution, Drogengebrauch, Glücksspiel und so weiter. Bei all diesen Sachen handelt es sich um Dinge, die zwischen Erwachsenen freiwillig vereinbart sind. Es gibt kein Opfer. Wenn es Opfer gibt, ist eine andere Sache. Dann handelt es sich um normale Kriminalität. Aber es gibt eine Vielzahl von Dingen, die gegenwärtig verfolgt werden, für die eine Unmasse Geld ausgegeben wird, bei denen es keinerlei Opfer gibt. Jetzt fragen Sie sich, würde eine Versicherungsgesellschaft so etwas versichern? Ja, dann müssten Sie erstens eine ungeheuer viel mehr an Prämien kassieren. Und wer wäre bereit, solche erhöhten Prämien zu bezahlen für etwas, von dem er überhaupt nicht betroffen ist? Das heißt, opferlose Verbrechen würden wieder das werden, was sie sind. Das mögen zwar private Sünden sein, das mögen vielleicht Leute sein, die sich in Sachen verstricken, mit denen man nichts zu tun haben will. Da sie die eigene Person und das eigene Eigentum nicht berühren, würde man sich gegen die nicht versichern.
Und dann nochmal zurückzukommen auf das Problem der Bewaffnung. Ich habe schon betont, warum Staaten die Bevölkerung entwaffnen. Was würden Versicherungsgesellschaften tun? Stellen Sie vor, Sie gehen zu einer Versicherungsgesellschaft und die würde sagen, ich versichere Sie, aber nur unter der Voraussetzung, dass Sie alle Hämmer, alle Nägel, alle Messer, alle Schusswaffen bei mir zunächst erstmal abgeben. Da muss man auch wieder nicht erfindungsreich sein. Man wüsste sofort, irgendwie stimmt was nicht mit dieser Versicherungsgesellschaft. Ganz im Gegenteil, Versicherungsgesellschaften würden das ermuntern. Das reduziert ja das Risiko. Die würden einem spezielle ermäßigte Prämien anbieten, wenn man nachweisen kann, ich bin im Umgang mit Handfeuerwaffen geübt. Genauso wie man Reduzierung von Versicherungsprämien bekommt, wenn man sagt, ich habe ein Safe zu Hause und alle meine Wertsachen sind immer im Safe abgeschlossen. Versicherungen würden also im Gegenteil für etwas dazu beitragen, dass die Bevölkerung bewaffnet ist, während das gegenwärtig das genaue Gegenteil der Fall ist. Und schließlich hat ein System konkurrierender Sicherheitsproduzenten auch eine zweifache Auswirkung auf den Inhalt des Rechtes. Einerseits erlaubt das eine größere Variabilität des Rechtes und auf der anderen Seite kommt es zu einer Rechtsvereinheitlichung. Und ich will das kurz erklären. Versicherungsgesellschaften können zum Beispiel jetzt sagen, ich biete mosaisches Recht an, ich biete atheistisches Recht an, ich biete islamisches Recht an, ich biete kanonisches Recht an. Und Personen können sich dann entscheiden, als Katholik unterwerfe ich mich dem kanonischen Recht, als Jude unterwerfe ich mich dem mosaischen Recht und so weiter. Dann entsteht natürlich das Problem, was passiert dann, wenn es einen Konflikt gibt zwischen Personen, die von zwei verschiedenen Versicherungsgesellschaften versichert sind. Was in dem Fall passiert, wenn Sie und ich unter demselben Recht stehen, das steht von vornherein fest. Dem haben wir ja zugestimmt. Was passiert aber, wie gesagt, wenn die Versicherungsgesellschaften unterschiedlicher Art sind? Und natürlich weiß jeder Klient von Versicherungsgesellschaften, dass es zu solchen Fällen kommen kann. Und jeder wird natürlich darauf bedacht sein, dass seine eigene Versicherung auch Vorsorge getragen hat in den Verträgen. Was passiert denn in solchen Fällen? Und auch für den Fall, was passiert in solchen Fällen, in denen ich als Versicherungsnehmer einen Konflikt mit meiner Versicherungsgesellschaft habe? Und da gibt es nur folgende Lösung. Wenn beide Versicherer zu demselben Urteil kommen, gibt es kein Problem. Genauso wie jetzt. Wenn sie aber nicht zu demselben Urteil kommen oder wenn ich eine Beschwerde gegen meine eigene Versicherungsgesellschaft habe, dann wird jede Versicherungsgesellschaft vorsehen in ihrem Vertrag, den sie mit ihrem Klienten hat, dann wird eine unabhängige Schlichtung eingeschaltet. Keine Versicherungsgesellschaft sagt, dann entscheide ich das. Oder ein anderer, dann entscheide ich das. Jeder Klient weiß, dass das nicht funktionieren kann. Es kann nur funktionieren, wenn es jetzt eine unabhängige Schlichtungsorganisation gibt. Und diese unabhängige Schlichtungsorganisation, da gibt es auch nicht nur eine. Es gibt konkurrierende Schlichterorganisationen, an die man sich dann zu wenden hat. Und diese Schlichterorganisationen, die auch im Wettbewerb miteinander stehen, sorgen dafür, dass es sozusagen so etwas gibt wie eine Rechtsvereinheitlichung, dass ein universelles Recht sich herausbildet, nämlich genau in den Fällen, wo, was weiß ich, ein Jude einen Streit hat mit einem Christen oder ein Moslem einen Streit hat mit einem
Juden. Dafür gibt es ja dann keine jüdischen Rechte und kein muslimisches Recht, sondern das muss ein internationales Recht sein. Das gibt es eigentlich schon so etwas. Wenn Sie sich den internationalen Geschäftsverkehr angucken, also den Geschäftsverkehr zwischen Schweizern und Deutschen, Österreichern, Amerikanern, was auch immer, da gibt es ja keinen Superstaat. Gucken Sie sich das Dreiländereck bei Basel an. Da haben Sie Franzosen, da haben Sie Deutsche, da haben Sie Schweizer. Gibt es zwischen diesen Personen mehr Konflikte, sagen wir mal, als zwischen den Zürichern und den Bernern? Ich habe noch nie was davon gehört. Es erscheint mir so, dass es genauso viel oder genauso wenig Konflikte gibt zwischen Personen, die dies und jenseits der Grenze sind, wie zwischen Personen, die innerhalb eines Territoriums sind. Und was macht man in solchen Fällen, wenn diese Personen Konflikte haben? Ja, da geht man auch zu Schlichtungsorganisationen. Und im internationalen Geschäftsverkehr ist das schon so, dass sich Firmen auf Schlichtungsorganisationen einlassen. Und wenn die sich diesem Schlichterspruch nicht unterwerfen, sind sie geschäftlich erledigt. Mit solchen Leuten macht man dann keine Geschäfte mehr. Also wir haben im internationalen Geschäftsverkehr schon so etwas Ähnliches wie das, was sich in einer Privatrechtsgesellschaft auch herausbilden würde, aus den Konflikten von Personen, die von Versicherungsgesellschaften gehandhabt werden, bilden sich dann eben konkurrierende Schlichterorganisationen und die fällen Urteile nach einem universellen Recht, was sich sozusagen im Rechtsverkehr allmählich herausbildet. Und wenn diese Schlichter scheitern, das heißt, wenn die mit Urteilen rauskommen, das ist doch eine Sauerei. Wie kann man so ein Urteil fällen? Dann können Sie sicher sein, dass diese Schlichter im nächsten Fall nicht wieder eingesetzt werden. Und was können Sie gegenwärtig in einer solchen Situation machen, wenn Sie das Gefühl haben, das ist doch eine Riesenschweinerei, was für ein Urteil da gesprochen worden ist? Dann können Sie gar nichts machen. Können Sie wieder zu einer Instanz hingehen, die selber Bestandteil der Organisation ist, die für diese schweinerischen Urteile verantwortlich gewesen sind. Gut, also damit will ich schließen. Wie gesagt, wenn Sie das ein bisschen nachlesen wollen, mein kleines Büchlein ist da. Ich hoffe, dass das wenigstens etwas anregend war und zum Nachdenken veranlasst. Dafür ist diese Akademie da, dass wir gemeinsam nachdenken und Sie möglicherweise auch irgendetwas hören, was Ihnen vielleicht erstmal komisch vorkommt, aber ich bin zuversichtlich, dass Sie erkannt haben, so ganz undurchdacht ist das nicht, was ich hier vorgetragen habe. Also vielen Dank.